Was haben wir eigentlich am 2. verpasst? Den Tag des heiligen Indech. Und... Wow. Selbst das Spiel hasst Ignatz, ne? Man packt seinen Geburtstag auf den 14.3., aber der Monat geht einfach am 15.3. erst wieder los. Das ist einfach die Botschaft vom Spiel, dass Ignatz einfach absolut unnötig ist. Wow. So. Ich wollte mal kurz bei den Examen gucken, wer alles potenziell schon eine Oberstufe wechseln kann. Ich nicht, aber ich habe eh meine erleuchteten Klasse. Die ist, glaube ich, eh nochmal um einiges besser als die anderen Klassen. Das heißt, mir kann es egal sein. Ich sag's mal jetzt schon, Claude kriegt eh noch eine Klasse, bald eine eigene, so wie ich halt auch meine Special-Klasse habe. Dadurch, dass er halt der Lord ist. Scharfschütze kriegt er aber auch noch nicht hin. Lorenz. Lorenz könnte zumindest den Rittmeister schon haben. Aber ich will ihn ja zum Dunkelbischof machen. Dafür fehlt noch ein bisschen Vernunft. Raphael soll ja der Ah nee, Moment, du hast deinen Kriegsheiligen ja schon, ne? Stimmt ja. Und du bist gerade noch dabei, den Banditen fertig zu lernen. Na gut, dann lassen wir dich doch erstmal. Ignatz war jetzt fertig. Aber der hätte sogar auch schon eine Oberstufe. Heißt, ich könnte ihn sogar da reinwechseln. Laissithia hat auch ihre beiden Oberstufen schon. Das heißt, wir können sie auch da reinwechseln. Marianne hat auch schon ihre Oberstufe. Hilda hat auch schon ihre Oberstufe. Leonie hat auch schon ihre Oberstufe. Das ist sogar eine Oberstufe. Manuela hat auch schon ihre Oberstufe, beziehungsweise ihre Spezialstufe. Baltus auch. Habi würde ich hier gerne die Dunkelschwinge ja geben. Aber ihre Vernunft ist immer noch nicht gut genug. Heißt, entweder haben sie die Oberstufen schon oder die sind noch nicht gut genug dafür. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder ein bisschen erkunden. Punkt. Ja. Und schauen wir noch ein bisschen. Wie viele Punkte habe ich eigentlich gerade? 9. Oh, schon einiges. Fangen wir mal Bissos wieder mal an. Gibt es eigentlich noch einen anderen Charakter, der so hart gemobbt wird wie Ignatz? Ignatz ist safe das Mobbing-Opfer Nummer 1 in Garrick Mach. Ich glaube, das nächstbeste Mobbing-Opfer wäre wahrscheinlich sogar Kaspar. Aber die Sache ist, Kaspar würde sich wenigstens wehren gegen sein Mobbing. Ich sehe hier wieder unsichtbare Leute. Oha. Hey you, listen up. I've got something to report. Oh, guess who was worried about Abyss and came by to check on me? I mean, on us. Isn't that nice? It's just so nice. My pleasure. Surely the church can spare one night to help you watch over this place. I'm not crying. I'm just don't worry about it, okay? Move it along. Er hat seinen Dude wieder. Lots of people in Abyss are already struggling to get by. War will make things even harder for us. We're sure to run out of food and other supplies. And there will probably be refugees to take care of. Not to mention what might happen if the Empire takes over and decides to redecorate. Noch was von dir? Pardon me. War's actually coming, isn't it? Unbelievable. Imperial troops in Garrick Mach? It's gonna be wild. Ob der eine Whatever Unterhose trägt? happens won't affect us down here in Abyss, though. Will it? Die wichtigen Fragen des Lebens. Hello there. This might be our last chance to get out of here. I'm leaving Garrick Mach. You should too. Protect the students? Have you got a death wish? all right. Take this and try not to get killed. Oh, cool. Eine Göttin-Ikone. Danke. Friend, so this is how it's turned out.
figured as much. But I didn't anticipate it would happen so soon. If Garrick Mach becomes a battlefield, Abyss will have no choice but to get involved. Everyone here will have no alternative. They've got nowhere else to go. Ignatz ist meistens mit Raphael zusammen. Ja, Raphael würde wahrscheinlich Ignatz immer beschützen vom Mobbing. I could smell a war brewing. And sure enough, here we are. If Fodlan falls into chaos, I wonder if my debts will fall away along with it. Just thinking aloud here. If the Empire wants a fight, let's give him one to remember. Erstmal weg mit den Schulden. Da ist nur der Altar. Bei dir schon? Nee. See you again soon. Im nächsten Kapitel wahrscheinlich erst. Was haben wir denn hier wieder für Müll? Übungsschwert und ein Giftbogen. Das Übungsschwert ist okay. Dann steht im Weg. No. It shakes me to my core that the Empire would lash out so violently. I shall have to reconsider my intended path towards restoring House Nouvelle. Haus Nouvelle war auch in Amdestea, ne? Also im Kaiserreich. Wahrscheinlich deswegen denkt sich so, na, will ich da jetzt wirklich nochmal was aufbauen? Friend. Friends? Dann zurück ins Kloster. Jetzt haben wir prinzipiell sogar 2 Leute weniger, mit denen wir hier reden können. Weil Hildegard und Hubert ja abgehauen sind. Da haben sie auch so. Hier will ich nicht mehr sein. Ist mir zu kirchlich. Die Kirche ist auch meistens das Böse. Irgendein Turnier diesen Monat? Das Land ist ein Turnier für Fortgeschrittene. Oh. Gibt eine Silberlanze als Belohnung. Das wäre wahrscheinlich am besten sogar für Lorenz, ne? Oh, Unterstützungsgespräche für Lorenz und Lysithia. Nice. Wait, ist das dann schon der A-Support? Nee, der B+. Lorenz. Ah, geht seine Verteidigung. Wahrscheinlich, weil er auch gerade ein Dunkelmagier ist. Er würde schon ein bisschen Schaden fressen. Alternativ. Gut, Raltus und Baphael. Fast. Raltus und Raphael haben nicht so das Level da drin. Leonie. Leonie hat auch noch ein C. Der hat noch ein bisschen bessere Verteidigung. 18. Zu 15. Nein. Probieren wir es einfach mal aus. Nein, nicht Claude. Leonie, versuch das mal. Ist schon ein bisschen Schaden, den sie da frisst. Und gar nicht mal so viel Macht. That takes care of that. So gefühlt genau der gleiche Gegner. Nur mit etwas besserer Verteidigung diesmal. How do you like that? Hm, 9. Dann brauche ich eine Heilung. Ja, es wird knapp. Okay. Never mind. How do you like that? So viel zu, es wird knapp. Und Leonie so, not on my watch. Wieso sind da nur billige Kavaliere? How do you like that? Ja gut, dann sind wir damit jetzt im Finale. 4 Schaden. Wie süß. Krieg ich den überhaupt besiegt? Nee. Ich krieg den nicht besiegt, wenn ich nicht critte. Weil ich mach... Wir haben ja 4 Runden. Ich mache 8 pro Runde, also 32 Schaden maximal. Also brauchen wir safe einen Crit, um das überhaupt zu gewinnen. Und im schlechtesten Falle gehen wir sogar drauf. Pure grit. 8
Nice. I'll celebrate later. Ein Angriff noch und ich wäre draufgegangen. Nun. Easy. Ja, ja. Easy. If I could go back to last month and throttle my carefree self. Now it turns out Edelgard is the Flame Emperor and the new Adrestian Emperor. And she's striking out against the monastery, with the full force of the Imperial army behind her. We gotta beat her at her own game. For our sake as well as Lady Rhea's. Okay. Okay. I thought we'd all be really busy with assignments and getting ready for graduation. But now that things have turned out like this, I guess there's nothing to do but fight. Du kannst auch auf deine Abschlussprüfungen konzentrieren. I don't normally have a problem jumping into a fight, but it feels strange going up against my father. We aren't especially close, but he's not an opponent I'd want to face. I'd almost rather fight a monster. I hope he's not part of the group coming to attack Garreg Mach. Ein Item für dich? What's this? Nein. What? That girl's starting an all-out war, isn't she? But an enemy is an enemy, no matter who they are. Don't let compassion for her get in your way. Das ist interessant, wie die allgemein alle so drauf reagieren. Die ganzen Black Eagles sind wahrscheinlich eher so ein bisschen traurig, weil, naja, es ist ein Krieg, das von ihrem Land aus. Ich habe die Dunkelheit gefunden. Holy shit. Das ist ein ziemlich harter Schatten hier. Der Abyssus, ja, das ist der alternative Eingang. Ja, wie gesagt, die Black Eagles, die sind dann natürlich so ein bisschen traurig, weil das alles von deren Land aus ausgeht. Die Blue Lions sind einfach absolut, we kill every last one of them. Und die Golden Deers sind irgendwo in der Mitte und denken sich so, ja, was machen wir nun? Professor, what actually happened last month? I can't keep up at all. Edelgard is the Emperor, and she's declared war against the Church? So now we're at war? What is going on? I really don't understand any of this. What should I do? Da hinten sind Büsche. Vergrab dich da drin. Dear me. Edelgard became emperor and raised an army, huh? Who knew the kid had it in her? I mean, yeah, of course, I knew she'd be emperor eventually, but the more I think about it, the more surprised I am. I wonder who's gonna win. But would it really be okay for Edelgard to win? Jemand, der eine Verbindung zu Sereng hat. Things must be pretty crazy in Fargus about now. My father must be beside himself. I don't get it. Why did Edelgard make enemies with the nobles? Wegen ihrer Ideale? Ideals she believed in so much, she was willing to start a war over them? Those must be some lofty ideals, to say the least. Moment. Ich muss ja jemanden von den Black Eagles Once the suchen. Imperial army reaches the monastery, we'll have no choice but to fight. What's going to happen to us? Wird schon alles gut I gehen. believe you. With the knights on our side, and especially with you, Professor, I know we can do this. Hast du eine Verbindung zu Sereng? The lost. Oder war das Felix? Once the Nein, ich will mit ihm reden. once the Nee, nicht. The Empire's aggression cannot stand. But if we are going to attack them now, we must be honest with ourselves about our chances of success. It goes without saying that I will fight the Imperial army with everything I have for as long as I am able. But House Gloucester's territory is adjacent to Imperial lands. Let us proceed with caution. Ja gut, die sollen natürlich auch nicht die eigenen Gebiete einnehmen, ne? Yes. His Highness calls for the head of Edelgard. For me, that is cause enough to fight. Warum würde Dimitri so etwas fordern? His Highness would not say. But I can think of only one explanation. She must have been involved in the tragedy of Duskur. Wenn man hier nur
die Route spielt, denkt man so, was ist das, gar? Professor, I guess it's easy for me to say this now. I'm so glad I'm from the Alliance. I had no idea Edelgard was so scary. And Dimitri seems totally different than before. I wouldn't bend a knee to either of them. Und wie ist es mit Claude? Well, I definitely don't hate him. He rarely takes things seriously. But somehow, I just know we can always rely on him. Well, if we're forced to protect this place, our future is going to be dark no matter what. Hat sie irgendwas ein schreckliches... Stimmt, habe ich gerade voll überlesen. Edelgard hat sie ein schreckliches Persönchen entwickelt. Geil. Sei mal nicht so ein Persönchen. Und bei Frauen ist dann ein Pet-Töchterchen. Right, right. Die haben mir gerade zugestimmt, wenn ich vorbeigelatscht bin. I am owing big debts to Duke Garrett of the Empire. He is the Minister of Affairs that are foreign. He is a friend of Edelgard. He is to her side. What should I be doing? Bernie ist mal nicht in ihrem Zimmer. Heute mal nicht eingeschlossen. Hallo Ingrid. To think that the Flame Emperor was Edelgard all along. Flame's abduction? Geralt's murder? The turmoil in Ramire Village? Whether or not she was the mastermind behind what happened, it at least seems like she was involved. And yet she was able to remain so composed while she was enrolled at the Officers' Academy. Ja, gutes Pokerface. Spielt nie Poker mit Edelgard. Alle ernten. Ja, kann nicht mal so seltene Sachen bekommen. Weiß man wahrscheinlich wirklich mehr aus, wenn man mehr ähnliche Sachen macht. Guck mal, jetzt können wir sogar den Pegasus-Segen verstreuen. Kackt ein Pegasus dann auf mein Feld? Naja, Kacke wird gerne als Dünger verwendet. Also kriege ich Pegasus-Kacke jetzt auf meine Pflanzen. Yay. What does war with Edelgard mean for us, Professor? And why does she even want that? I wonder why she'd think that. That's how it always goes, I guess. You never realize something can't be undone until you've done it. Hast du Waffen? Nein. Ist oben jemand? Nein. Maybe. Liegen noch gar nicht mehr so viele verlorene Items hier überall rum, ne? Hast du was zu reporten? Oha, es gibt was zu berichten. Greetings, Professor. Something to report. Unexpected, isn't it? Apparently, this is the first time Garreg Mach has been invaded in its whole 995-year history. It's my job to protect this gate, so even if enemies come in droves, I will never let them through. I hope we both survive. Let's battle with all our might and pray we win this thing. Also wenn der Traumwächter da steht, da können die Gegner halt einfach nicht mehr rein. Ist vorbei. I can't believe the Empire raised an army. Even I couldn't have guessed it. War is profitable, but dangerous. I really don't like seeing people I care about out there mixed up in all this. Fühlt ihr euch auch von der Dame da links gejudged? Die judgt einen aber richtig hart aus dem Blickwinkel, ne? Also gerade wenn ich mit ihr rede und diese Box nicht im Weg ist. Holy shit. Was? Achso, nee, ich wollte dich nicht rekrutieren. Alles gut. Anna ist enttäuscht. Ist schön für dich. Oh, Schatzanstahl. You know, Professor, I'm glad that I came to the Officers' Academy. I feel accepted here. I've learned so much. Honestly, I'm surprised at how much I've grown. I feel accepted here, sagte Ignatz, dessen Geburtstag übersprungen wurde. Nun. Alles Gute nachträglich, ja, genau. Du hattest doch letztens erst, oder? So,
I will not let the Academy be destroyed. It's important to me, and I will protect it. Jo. I feel braver just hearing you say that, Professor. We're gonna win this, Professor. Geschenke kriegst du trotzdem nicht. Ach, komm doch. We're gonna win. Wir sind mal nicht so gemein. Wir haben doch sicher irgendwas, glaube ich, was... Da, ein Landschaftsgemälde. Hier. Thank you so much, Professor. Wir sind mal nicht ganz so gemein. What the? Ignatz sieht aus wie Harry Potter mit einer hässlicheren Frisur. Nun. What do you require? Einmal noch wieder herstellen. Farewell. So, ist in der Mitte jemand? Nee, im Speisesaal erst wieder. Aber zum Speisesaal kommen wir eh am Ende noch hin. So, hier steht Ferdinando. Half of the Empire's 6 great noble families have declared their support for Edelgard. Of the other 3, Lord Vestra was assassinated. Hubert, his son, will succeed him. Bernadetta's father, Count Varley, is under house arrest. His wife is now supporting Edelgard. And my father, he was stripped of his role as Prime Minister. As a result, House Eyre has lost all of its power, all of its lands. We have lost everything. What do I do? Willst du Waffenöl? Oh, I was looking for... Das hat ihn zumindest wieder aufgeheitert. Ah ja, gerade so Ferdinand, der halt wirklich Nobility over everything packt, ist halt der wirklich die ganze Nobility verloren hat. Feels Full Metal Alchemist Man. Kenner der Serie verstehen, worauf ich damit anspiele. So. Das Zeug hier. Immerhin liegen diesmal hier keine Fische rum oder so. Jemand hat nur seine ganzen Schlüssel verloren. Oh. Gehen wir erstmal eben schnell zu den beiden hier drin. Hier habe ich... Na gut, ich habe Linda doch gesehen. The most important nobles in the Empire are known for taking power from the previous emperor, my father included. I didn't think it possible that the Imperial Princess could ascend the throne so easily. However, it seems that both my father and Caspar's are supporting Edelgard. Having both the Minister of Domestic Affairs and Minister of Military Affairs on your side gives you total control over the Empire's military and finances. You must have been making preparations for quite some time without anyone noticing. Hat sie gut vorausgeplant. I hear the Alliance's territory will be in danger if we don't get rid of these Empire guys. If the Alliance is in danger, that means my sister's in danger too. There's no way I'm gonna allow that. It doesn't matter how many guys they throw at us. I'll beat them all. These muscles aren't just for show. But first, I gotta get some food. Jo. Raphael is a simple guy. If Sis is in danger, everyone must die. Hello there. Ganz einfach, so läuft das bei ihm. What is Edelgard even trying to achieve? She wants to destroy the church so badly that she'll take on anyone who doesn't fall in line? I don't get it. I just can't believe she'd start a war over it. Not to mention using such nasty tactics to get her way. Could Captain Gerald's death have also been a part of her plan? Don't you go and die on me, Professor. Captain Gerald would never forgive you. Bei wie viel sind wir jetzt? Bei 30 oder so? Das waren alleine zwei Textboxen. The Empire is moving quickly. Edelgard must have been preparing for this for a while now. If you really think about it, she must have been planning for this even before you got the Sword of the Creator. Of course she was always a step ahead of us. We were blinded by the ball and the Battle of the Eagle and Lion and everything else. I refuse to go down like this though. So let's do something about it. What do you say? It's you and me, Teach. We've got this. Okay. Hier noch. Those who serve the church must cast aside all selfish desires and devote themselves fully to their beliefs. Ja gut, ich würde nie zur Kirche gehören dann. But is it right to wield piety as a weapon? I have never considered such things before. The church,
I have always done what I thought best to save the people of Fodlan. Einfach mal selbst denken. Das ist für viele Menschen wahrscheinlich schwer, aber manchmal ganz praktisch. Darf ich mal eine Frage stellen? Wie wird dieser Schatten da auf dem Boden erzeugt? Das ist eine sehr helle Wand anscheinend. Die spiegelt die Sonne, die von... Wo ist die Sonne? Einen Moment. Right, right. Ja. Das sind wirklich sehr transparente Wände hier. It's my job to protect Lady Rhea. I've got to do it, and I got to do it as best I can. And if that means I got to die for her, then I will. How could Edelgard treat Lady Rhea like she's the bad guy? She's never been anything but nice to everybody. I just don't get it at all. Erinnerst du dich noch? Oh, welcher war das? Das war das Kapitel, wo wir das Schwert des Schöpfers bekommen haben. Mit den Leuten, die da, glaube ich, da drin eingebrochen sind. Und dann nochmal die Aussage, Rhea ist sehr nett zu jedem. Nun. Vor allem, ne? Das Ding, also das Gebäude generiert ja offensichtlich einen Schatten. Man sieht das ja hier. Hier ist es schattig im Vergleich zu daneben. Aber anscheinend ist das Gebäude auch nur eine riesige Wolke, wo immer noch ein bisschen Licht durchkommt. There are always small power struggles, still. It has been hundreds of years since all of Fodlan was consumed by war. I didn't actually think it would come to this. I feel as though I'm not in my rightful place. I cannot protect the things I should. Professor, if I survive this war, I wish to return to my homeland, to the land of my king. Okay. Wie du meinst. Hey, we're falling behind. I don't know that we can keep up with the new Emperor. To think that she was able to raise an army of that size right under our noses. However hard we fight, I give us a 50% chance of winning. The enemy has too many advantages. We must make careful preparations. Ach, wenn ich meine Leute da reinstelle, ist es mehr als 50% Siegeschance. Das wird schon. So, dann sind wir hier unten mit allen fertig. Dann hoch zur Kirche. Beziehungsweise zur Kapelle. Well. Aufwachen! Ich muss hier durch. Danke. Hello there! How dare they threaten the goddess? Such a vile act cannot be forgiven. There is no need to worry, I promise you that. Divine punishment will surely fall upon them. In the days of yore, the goddess would grow angry with such insolent fools and roast them in ALL. Wo? How dare they threaten the goddess? Ein Ayla. Ah. Ich glaube, das ist dieses Lavagebiet, was man in Dorotheas und Ingrids Sidequest hingeht. Das haben wir dementsprechend nicht gesehen, aber vielleicht bei Svenja habt ihr es gesehen. Oder? Da warst du ja, ne? So, man kann nicht allein von Luft und Liebe leben. Ich würde zwar gerne eines Tages heiraten, aber ich habe Angst vor der Armut. Welches Ziel soll ich verfolgen? Geld. Nein, Dorothea will kein Geld. Bei einer Tischstunde stelle ich eigentlich immer rote Rosen auf den Tisch, aber ich würde gerne mal für Abwechslung sorgen. Hast du einen guten Vorschlag? Kannenpflanzen, Schleierkraut oder weiße Lilien? Das Schleierkraut. Er hasst Schleierkraut. Ich finde die Studenten hier unausstehlich. Ah ja, danke. Hallo Felix. So viele dieser Trottel ruhen sich auf ihrem Adelstitel oder ihrem Wappen aus und vernachlässigen darüber ihr Training. Ja, du solltest dann mit ihnen trainieren gehen. Ihr wisst Bescheid. Felix gibt euch Nachhilfe.
Hallo Dimitri, wie geht's dir so? I'll have that girl's head. Just you wait. Oh, ich finde, er benimmt sich wie immer. I guess we have no choice but to fight, have we? Oh, but why would Edelgard do something like this? I'm sure we'll be all right, though, Professor. The goddess will keep us safe. Professor, can we really defeat someone who is willing to turn their back on the world just to uphold their own beliefs? I've spent my whole life running in fear, and now I... Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade so lache, der Priester und der andere Dude dann, ne? Ich glaube, das kommt jetzt nochmal. Die laufen ineinander und schieben sich gegenseitig weg. Die können sich auch nicht entscheiden und schieben sich einfach, den einen schiebt den anderen weg. Okay, jetzt geht der Priester weg. Es tut mir leid, Marianne, ich war abgelenkt. Gemeinsam können wir gewinnen. Surely we can win if we rely on each other. Right, Professor? Ja. Die beiden waren super. Professor, war is breaking out again, is it not? Wieso erneut? There was a truly terrible war once upon a time. I never wanted another war. All we can do is steel ourselves for the fight ahead. Okay. Kann ich bei dir eigentlich noch was erleben? Nee. Ich bin nicht stylisch genug. This one? Not this one. So, ich wollte einmal noch mal kurz zu Felix, um zu gucken, ob er eine Verbindung zu Sereng hat. What? That girl, but an enemy. Ja, fast. But an enemy. Nein. Er hat eine Verbindung zu Sereng. Sereng, wo warst du denn? Ah, wait, ich war noch gar nicht im Obergeschoss, merke ich gerade. Oh ja, da gehe ich gleich auch noch hin. Da ist Sereng. Things must be... Ah, okay. Jemand eine Brille trägt und die beiden sind für Anna. Er trägt eine Brille von der Kirche. Ja, stimmt. So Edelgard, the one who calls herself the Flame Emperor, was connected to those strange beings. The Imperial Army might be using even more terrifying methods than we know. You had better be cautious, Professor. Any amount of carelessness might prove to be our undoing. Okay, pass auf. Hahnemann, ich habe ein Brillenputztuch gefunden. Glaube ich. Keine Ahnung, was es ist. Die spawnt wie immer aus der Wand heraus. The mastermind behind the attacks on the monastery was Edelgard? Wow. Doesn't make much sense, though, does it? There would need to be all sorts of territories and groups tangled up in this sort of mess. I'm gonna stop. I don't really have the head for this political stuff. Mostly, I'm worried about my old opera company. I wonder what's happening in the capital right now. I hope they're safe. Nee? Gleich bei der Pause. Erstmal noch alles hier zu Ende erkunden. Danach können wir uns einen Sneak genehmigen. Also, The holy tomb held many crest stones. da sieht man im Chat This nicht, is was the es ist. first time I've heard of crest stones being hidden away in such a place. But more importantly, I'm interested to know the Empire's aim. Why would their army desire crest stones? There is power there, yes. And yet, I must think on this. The crest stones lie at the heart of the events surrounding Conan Tower and the chapel as well.
And of course, the Crest Stones somehow transform those traitors and their captives into demonic beasts. Could that possibly be their aim? The Empire's army may well plan to use Crest Stones to create demonic beasts. Da ist mein Schokoriegel auf meinem Kopf. So. Falls ihr euch fragt, was auf meinem Kopf rumsitzt, was ihr nicht sehen könnt.